herzlich willkommen hier auf meinem Traumkanal. Schön, dass du wieder dabei bist und auch ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Du wirst es nicht bereuen, denn auf diesem Kanal, auf diesem Channel gibt es regelmäßig Piano-Tutorials ohne Ende. Und wenn du Klavier lernen willst, dann schau dir bitte jedes Video an, denn ich gebe zwischendurch in jedem Video wertvolle Tipps, die du nirgendwo bei keinem anderen Klavierlehrer finden wirst. Ich bin Pia Noller-Muse, langjährige Pianistin und erfahrene Klavierlehrerin. Ich liebe meinen Beruf und gebe mein Wissen gerne an dich weiter, damit du vorwärts kommst. Abonniere also gleich diesen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Aktiviere auch gleich das Glöckchen. Like das Video, wenn es dir gefallen hat, und teile es auch gerne mit denjenigen, die auch Klavier spielen lernen möchten. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, habe ich heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein Stück, was jeder gerne spielen möchte. Amelie aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Dieses Stück zeige ich dir in 2 Teilen zu spielen. Heute starten wir mit dem ersten Teil. Auch die Originalversion wirst du bei mir lernen, wie du das Stück mit beiden Händen spielen lernst. Das in einem ganz langsamen, ruhigen Tempo. Ich werde auch Passagen vorspielen, so dass du es auch dir nochmal anhören kannst. Und dann werde ich auch noch die Originalversion dir zeigen, falls du schon weiter bist. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit, dir die Noten downzuladen. Unter diesem Video in der Infobox ist der Download-Link, falls du die Noten noch nicht hast. Da gibt es die Noten, die ich in diesem Video verwende, zum Download. Du möchtest Noten lesen lernen? Spiel nach Noten ist der Online-Klavierkurs. Alle Infos findest du auf www.pianollermuse.com. Ich zeige dir also gleich 2 Spielweisen, wie du das Stück Amelie aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie spielen lernst. Bleib also dran. Heute kommt der erste Teil. Übrigens hast du auch jetzt die Möglichkeit, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Hinterlasse unter diesem Video einfach in die Kommentare #Piano und du hast die Möglichkeit, den Einsteigerkurs im Wert von 250 € zu gewinnen. Einfach unten #Piano in die Kommentare schreiben und du bist automatisch bei der Verlosung mit dabei. Und nun aber gehen wir ganz schnell ran an die Tasten und los geht's. Hallihallo, jetzt sind wir endlich an den Tasten. Wundert euch nicht, dass ich die Kamera jetzt so eingestellt habe, dass wir hier also auch viel Platz haben, weil im zweiten Teil müssen wir viel im oberen Diskant spielen. Wir beginnen aber in der mittleren Lage. Hier ist das C1, also das C, also das mittig zu dir sein sollte, wo auch die Pedale unten sind. Die linke Hand beginnt mit 4 Takten, die sich immer wiederholen. Das heißt, es gibt also diese beiden Spielweisen, wo sich im Grunde nur die linke Hand ändert. In der Originalversion hast du Oktavgriffe und in der leichteren Version die 3 Klänge lediglich zu spielen, was wesentlich einfacher ist. Ich zeige dir trotzdem mal beide Spielweisen. Die linke Hand spielt diese 4 Takte, die ich dir jetzt zeige, durchs ganze Stück hindurch. Das heißt, wenn du die linke Hand einmal kannst du sie eigentlich die ganze Zeit. Wir beginnen mal mit der Originalversion. Das ist die Oktavlage. Ich spiele es mal einmal vor, dass du es einmal siehst. Im etwas langsameren Tempo. Gerade als Anfänger ist es wichtig, dass wenn du so Oktavgriffe spielst, es geht ja über mehrere Seiten, dass du wirklich ein lockeres Handgelenk hast und immer quasi nach dem Anschlag nachfederst.
Ja, sonst verkrampft sich das und dann gibt es eine Sehenscheidentzündung und dann muss die Hand monatelang oder wochenlang ruhen. Und das wollen wir nicht. Deswegen achte darauf, dass du im Handgelenk locker bleibst, aus der Schulter heraus. Das ist also die Originalversion. Nachher, wenn die rechte Hand beginnt, spielen wir genau diese Version auch immer weiter. Hauptsächlich möchte ich heute aber auf die leichte Version eingehen, weil ich davon ausgehe, dass hier viel mehr Anfänger zuschauen. Die linke Hand spielt also die Oktave E in der Originalversion, falls du jetzt doch zu den etwas fortgeschritteneren gehörst, die sich das zutrauen, jetzt über mehrere Seiten durchzuhalten. Wir spielen, also hier ist das eingestrichene C, das eingestrichene E mit dem Daumen und 5. Finger kleines E. Schlagen zusammen an, also die Oktav. Dann 2. Finger H, dann E und G zusammen, wieder 2. Finger H, also 1., 4., 2. Finger H, wieder Oktav, 1., 5. E, 2. Finger H, wieder 1., 4. E und G, wieder H und dann ein Ton tiefer D, Daumen, 5. Finger, 2. H und dann 1., 4. G, D, G, wieder H, 2. Finger, Oktav, wird wiederholt und jetzt wieder Oktave D anschlagen, 1., 5. Finger, 2. Finger H, 1., 4. Fis und D, 2. Finger H, Oktav, 1., 5. D, 2. H und wieder 1., 4. D und Fis und wieder H und der 4. Akkord, also 4. Takt, wieder D, Oktav, 1., 5. Finger, 2. Finger A, 1., 4. D und Fis, 2. A und wieder Oktav. Und das spielst du dann durchs ganze Stück hindurch mit der rechten Hand zusammen. Und führst das wirklich bis zum Ende durch. Jetzt gehen wir in die leichte Version. Die linke Hand, wieder die 4 Takte, die sich immer wiederholen, aber wesentlich angenehmer für die Hand zu spielen ist. Wir können mit dem 4. Finger ruhig anfangen. Du kannst auch den 5. Finger nehmen auf dem kleinen E und dann Daumen H, 3. G, Daumen H und das wird wiederholt. E, H, G, H. Jetzt geht der 5. Finger einen Ton tiefer zum D, Daumen H, 2. Finger G, H und das wird auch nochmal wiederholt. D, H, G, H. Jetzt haben wir 3. Takt D, Daumen H, 3. Finger Fis, Daumen H, das wird auch wiederholt. D, H, Fis, H und 4. Takt D, A, also D, 5. Finger, A, Daumen, 3. Finger Fis, Daumen A, wird auch wiederholt. Also immer jeweils 2-mal. Ja, also nochmal. Also 5. Finger habe ich jetzt angefangen. Und das würde ich an deiner Stelle erstmal so mit der linken Hand anfangen zu üben. Ja, weil wenn du die linke Hand kannst, brauchst du nachher nicht mehr an die linke Hand zu denken, dann geht es nur noch um die rechte Hand. Und
Nach dieser kurzen Einleitung mit diesen 4 Takten fängt also die rechte Hand kommt dazu. Und zwar beginnen wir mit einer Pause und wir beginnen mit dem eingestrichenen G. Ich fange mit dem 3. Finger an auf G, Fis, 2. Daumen G. Ja, ich nehme hier einen Daumenuntersatz. Und 3. Finger H, 4. C und wieder H. Nochmal. Du kannst auch direkt mit dem Daumen anfangen und übergreifen. Ja. Diese beiden Möglichkeiten hast du. Machen wir mal mit der rechten Hand weiter. Das ist der erste Takt. Im zweiten Takt fängst du mit dem 2. Finger auf Fis an. Fis, G, 3. Finger, wieder Fis. Und dann G, 3. Finger, 4. A, 3. G. Und der Rhythmus ist immer kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Pause, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Die Noten gibt es unter dem Video. Wenn du sie downloaden willst, kannst du das gerne tun und nach Noten spielen. Im 3. Takt haben wir wieder die Pause und beginnen mit dem Fis, 2. Finger, Daumen E, 2. Fis, dann 4. H, 5. C und 4. H. Und der letzte Takt, der 4. Takt, Fis, E, Fis. 2. Daumen, 2. Zusammen, die linke Hand fängt an, weil die rechte Hand hat eine Pause. E, jetzt gleichzeitig G und H. Rechte Hand spielt Fis, dann G und G zusammen und H zusammen. Rechte spielt weiter, C und zusammen H und E. Rechte Hand bleibt liegen und linke wiederholt nochmal den Dreiklang. Ja, das ist ein gebrochener Dreiklang. Das ist ein Dreiklang und wenn ich das nacheinander spiele, ist das ein gebrochener Dreiklang oder in diesem Fall wäre es auch sogar ein Alberti-Bass, den Mozart sehr gern verwendet hat. Also nochmal, linke Hand fängt an. Im 2. Takt, linke Hand spielt D, alleine rechte Hand hat die Pause auf 1, wieder zusammen, Fis und H, G rechte Hand, Fis und G, G und H zusammen, A rechte Hand und G und D. Rechte bleibt liegen. Jetzt wieder Pause in der rechten Hand, die 1 spielt die linke Hand, Fis und H zusammen, E, Fis und Fis zusammen, H und H zusammen, rechte Hand C und H und D zusammen. Rechte Hand bleibt liegen und im 4. Takt wieder Pause, linke Hand spielt D, gleichzeitig Fis und A, E, Fis und Fis. Rechte bleibt liegen, linke spielt aus. Ich spiele es nochmal. Kommen wir zur nächsten Zeile. Die linke Hand bleibt in der Position. Rechte Hand spielt E, 2 gestrichenes E, 3. Finger, Daumen H. 2. Finger D, Daumen H. 4. Finger Fis, Daumen H. Nochmal, 4. Finger Fis
und Daumen A. Zusammen E und E gleichzeitig, rechte Hand bleibt liegen und beim vierten Ton, beim H, spielt H und H gleichzeitig. Rechte bleibt liegen, linke spielt weiter. D und D zusammen, rechte bleibt liegen und beim vierten Ton H, H und H gleichzeitig. Fis und D zusammen, die rechte bleibt liegen wieder und beim vierten Ton H und H gleichzeitig liegen lassen und vierter Takt Fis und D gleichzeitig, rechte bleibt wieder liegen und beim vierten Ton A und A zusammen. Ich spiele das nochmal vor. Jetzt kommt rhythmisch das komplett gleiche in der rechten Hand, aber wir haben zwei Klänge und zwar Sechsten, Abstand 6, G und H zusammen anschlagen mit dem ersten Fünften und dann wechseln auf E und G, erste Vierte. Erster Takt, zweiter Takt, G und H anschlagen. Ich nehme jetzt den zweiten Fünften, weil jetzt wechsle ich auf D und G mit dem ersten Dritten. Dann fünfte, zweite Fis und H, dritte Daumen Fis und D, also D und Fis von oben nach unten und zweite, fünfte Fis A und D Fis erste, vierte. Zusammen, gleichzeitig anschlagen, G und H und linke Hand E. Beim H wieder E und G und weiter spielen die linke Hand. Zusammen G, H, D, zusammen D, G, H. Fis, H, D, D, Fis, H, Fis, A, D, D, Fis, H. Ich spiele es nochmal vor. Kommt der zweite Teil, den gibt es dann nächste Mal zu hören. Viel Spaß beim Üben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da und teile das Video mit Menschen, die auch Spaß am Klavierspielen haben. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, deine Pia.